They wouldn't take it from me, I don't think, at that age. The Pearl thing is being left there to have to get on with it. Niemand hat das kommen sehen. König Charles III hat eine Ankündigung gemacht, die so unerwartet und beispiellos ist, dass sie die königliche Familie erschüttert und die ganze Nation in Erstaunen versetzt hat. Nach monatelangen Gerüchten, Spannungen und stillen Spekulationen brach der Monarch schließlich sein Schweigen. Und die Wahrheit? Das ändert alles. Kreuzen Sie 1 an, wenn Sie die Monarchie unterstützen, oder 0, wenn Sie der Meinung sind, dass es an der Zeit ist, sie zu ändern. Gehen wir der Frage nach, was King Charles gesagt hat und warum die Welt nicht aufhören kann, darüber zu reden. Die Abdankung von König Karl III. Und ihre Auswirkungen auf die Nation. Seit vielen Jahren ist die Monarchie zu einer Hintergrundpräsenz geworden, immer präsent, manchmal umstritten und häufig irrelevant für den Durchschnittsbürger, der sich mit realen Problemen wie Energierechnungen, Wohnraum und politischen Unruhen befasst. Doch an diesem Morgen sollte die Routine eine bemerkenswerte Veränderung erfahren, die Jahrzehnte überdauern sollte. Als die Kameraübertragung live über den Bildschirm flimmerte, erwarteten die Menschen im ganzen Land und in der ganzen Welt das typische königliche Protokoll. Sie B. Einen Kommentar zu den jüngsten Bemühungen um den öffentlichen Dienst oder eine Bekräftigung der königlichen Pflichten. Mehr gibt es nicht. Das ist nichts Neues. Dann tauchte König Karl III. auf. Er schien erschöpft. Er war nicht einfach nur erschöpft, wie man es von einem König erwarten würde, dessen jede öffentliche Geste hinterfragt wird, sondern wirklich existenziell erschöpft. Seine Kleidung war wie immer gut gemacht, doch seine Haltung war steif, als ob es Mühe kostete, sich zusammenzureißen. Sein Gesicht wirkte im Licht der Kamera blass, aber es waren seine Augen, die am meisten hervorstachen. Sie hatten einen eindringlichen Ausdruck, als ob ein Mann etwas erlebt hätte, das kein Mensch jemals sehen sollte. Er stand hinter dem Podium, begleitet von 2 seiner ranghöchsten Berater. Keiner von ihnen grinste. Sie blieben beide regungslos. Der Saal hinter ihnen schien seltsam still zu sein, wie die Stille vor einem Lawinenabgang. Dann lehnte sich König Karl ohne Vorspiel oder Pomp in das Mikrofon und rief 2 Worte, die wie eine Bombe über das Land hallten. Ich trete zurück. Niemand reagierte auch nur einen Herzschlag lang. Die Nachrichtensprecher saßen regungslos in ihren Studios, ihre Gefühle schwankten zwischen Überraschung und Entsetzen. Die sozialen Medien rüttelten wie ein defibrilliertes Herz. Sogar die Zuschauer vor dem Palast, von denen viele nicht aufgepasst hatten, wandten sich erstaunt den großen Bildschirmen zu, auf denen die Ansprache übertragen wurde. Kurze Zeit später wurde die Übertragung gestoppt, aber der Schaden war bereits entstanden. Innerhalb von 5 Minuten wurde die Nachricht zum Top-Thema auf allen wichtigen Plattformen, einschließlich Twitter, Now X, Instagram, Reddit und LinkedIn. Journalisten beeilten sich, um sicherzustellen, dass das, was sie gerade gesehen hatten, echt war. Die BBC veröffentlichte eine Eilmeldung. Sky News ging sofort zu einer umfassenden Berichterstattung über das Königshaus über. Alle großen Nachrichtensender der Welt, darunter CNN, Al Jazeera, Le Monde, Der Spiegel und die Times of India, brachten Charles Konterfei auf ihren Titelseiten. Auf den offiziellen Kanälen machte sich Panik breit. Das Parlament wurde unvorbereitet getroffen. Die Downing Street wurde offenbar nur 30 Minuten vorgewarnt. Mitglieder des königlichen Haushalts wurden dabei beobachtet, wie sie mit an die Ohren geklemmten Telefonen durch die Gänge des Palastes rannten. Hubschrauber flogen über London, gefolgt von Kamerateams und internationalen Reportern. Zur Mittagszeit hatte das Land einen Zustand erreicht, den ein Experte als psychologischen Zustand der nationalen Vorhölle bezeichnete. Doch nicht nur die Abdankung erschütterte die Grundfesten des Landes. Es war die Art und Weise, wie die Dinge geschahen, die Abruptheit, die Endgültigkeit. Pomp, Konsultationen und königliche Verfahren fehlten völlig. Es war, als hätte Charles seine persönliche Grenze erreicht und sie vor den Augen der Welt überschritten. Kurz vor dem Schnitt erklärte er, ich habe mein Leben dieser Aufgabe gewidmet. Aber die jüngsten Ereignisse haben deutlich gemacht, dass ich um der Monarchie willen und zum Schutz derer, die ich liebe, gehen muss. Es gab eine Pause. Und dann eine letzte, geheimnisvolle Bemerkung, die tagelange Diskussionen, Intrigen und wilde Mutmaßungen auslösen sollte. Wahrheiten sind tiefer vergraben als die Krone. Wenn die Verteidigung der Institution bedeutet, meine Seele aufzugeben, werde ich es nicht tun. Damit war er verschwunden. Dies war mehr als nur der Rücktritt eines Königs.
Das Ereignis war der Untergang von etwas Heiligem. Jahrhunderte der Geschichte, Milliarden von Dollar in die Infrastruktur und das Identitätsgefühl eines ganzen Landes schienen in einem Moment zu verschwinden. Der Abgang von König Karl und die Spekulationen. Zum ersten Mal seit der Abdankung von Edward Ede im Jahr 1936 stand die Krone im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Nur war diesmal der Hintergrund viel dunkler und die Konsequenzen viel weitreichender. Was könnte einen König, zumal einen, der mehr als 70 Jahre darauf gewartet hat, den Thron zu besteigen, dazu bewegen, auf so spektakuläre Weise abzutreten? War sein Abgang wirklich eine persönliche Entscheidung? Oder war König Charles gezwungen, sich aus Gründen zurückzuziehen, die weitaus schrecklicher waren, als irgendjemand vor der Kamera zu enthüllen wagte? In den folgenden Stunden tauchten immer mehr Insider-Geschichten auf, von denen eine beunruhigender war als die andere. Es war die Rede von einer Gesundheitskrise. Andere sprachen von der jüngsten Krankheit von Königin Camilla und ihrem mysteriösen emotionalen Zusammenbruch während einer Palastsitzung. Gerüchte über den geistigen Verfall des Königs machten die Runde. Obwohl sie es nicht in die Abendnachrichten schafften, gewannen die düsteren Vorschläge in Messageboards, WhatsApp-Gruppen und verschlüsselten Kanälen schnell an Fahrt. Einige glaubten, dass Charles das Ziel einer Erpressung war, dass jemand irgendwo Wissen hatte, das nicht veröffentlicht werden durfte. Andere nahmen an, er habe ein lang gehütetes Familiengeheimnis entdeckt, eine schreckliche Tatsache über das Königshaus, seine Finanzen oder seine Geschichte, die zu schrecklich war, um sie zu übersehen. Andere meinten, der Herzog von Sussex habe damit gedroht, unveröffentlichte Aufnahmen, Bilder oder Papiere aus Prinzessin Dianas Sterbetagen an die Öffentlichkeit zu bringen, dass er seinen Vater tatsächlich an den Rand des Wahnsinns getrieben habe. Für den Normalbürger waren die Mutmaßungen überwältigend. In Tante-Emma-Läden und Bars, in Bussen und Wartezimmern wurde eine Frage immer wieder gestellt. Wie ein nationaler Chor der Ungläubigkeit. Warum? Warum jetzt? Warum gefällt Ihnen das? Selbst einige der glühendsten Anhänger des Königs, die blaublütigen Royalisten, die immer noch Gemälde von Königen in ihren Stuben hängen haben, konnten sich nur schwer mit dem Geschehenen abfinden. Sie waren nicht nur enttäuscht, sie waren verwirrt, verängstigt und betrogen. Dies war ein Mann, der sein ganzes Leben damit verbracht hatte, die Pflicht über die Begierde zu stellen, der jahrzehntelang öffentliche Demütigungen, familiäre Störungen und Medienschikanen ertragen hatte, ohne zusammenzubrechen, und der schließlich im Alter von 73 Jahren in die Rolle geschlüpft war, für die er geboren worden war, nur um sie weniger als 2 Jahre später wieder aufzugeben. Und die Art und Weise, wie er ging, war nicht nur verblüffend, es war eindringlich. Er hatte nicht einfach abgedankt. Er hatte Gefahren, dunkle Geheimnisse und eine Abrechnung angedeutet. Wahrheiten sind tiefer vergraben als die Krone. Das waren wohl kaum die Worte eines Mannes in Harmonie. Es waren die Worte eines Mannes, der Zeuge von etwas Schrecklichem geworden war und beschloss, lieber wegzulaufen, als sich mitschuldig zu machen. Was hat er gesehen? Was hat er erfahren? Und vor allem, welche Informationen fehlen der Öffentlichkeit? Als die Dunkelheit über das Vereinigte Königreich hereinbrach, gab es keine Antworten. Der Buckingham-Palast gab eine kurze, 4-zeilige Erklärung ab, in der er den Rücktritt des Königs mit sofortiger Wirkung bestätigte und versprach, zu gegebener Zeit einen formellen Übergangsplan für die Öffentlichkeit zu veröffentlichen. Niemand hat erwähnt, wer sein Nachfolger werden soll. Es herrscht keine Klarheit über die Art seines Abgangs. Es gibt keine Reaktion auf den Medienrummel oder die Welle des Terrors, die derzeit über die Monarchie hereinbricht. Nur Ruhe. Und Ruhe ist im Falle der königlichen Familie nie einfach nur Ruhe. Es ist ein Kalkül. Es ist Angst. Gelegentlich ist es ein stummer Schrei. Amerikanische Sender konnten nicht genug davon bekommen. In Talkshows wurde ausgiebig spekuliert. Ehemalige Palastmitarbeiter wurden im Studio befragt. Königliche Biografen und Spezialisten für Körpersprache wurden hinzugezogen, um jedes Blinzeln, jeden Atemzug und jeden Satz bei der Verabschiedung des Königs zu untersuchen. Die beunruhigende Abdankung von König Karl V. von Großbritannien. Auf Fox News stellte ein Gastkommentator die kühne Frage, ob König Charles soeben zugegeben habe, etwas zu wissen, das die Monarchie untergraben könnte. Zu Hause wartete das Land. Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte wartete es eher mit Angst als mit Begeisterung. Wenn König Charles vom Thron abtreten könnte, dann war alles möglich. Die Monarchie, lange Zeit das unerschütterliche Fundament der britischen Identität,
hatte einen so tiefen, abrupten und beängstigenden Riss gezeigt, dass niemand vorhersagen konnte, was als nächstes geschehen würde. So wappnete sich die Nation für das Unvermeidliche und wartete. Als die Nacht hereinbrach und die Lichter des Buckingham-Palastes hinter zugezogenen Vorhängen flackerten, lag eine Stille in der Luft, wie sie in Großbritannien seit Jahrzehnten nicht mehr aufgetreten war. Nicht seit Dianas Tod. Die Bombenanschläge in London haben sich seit Dianas Tod nicht mehr ereignet. Es war nicht nur Kummer, es war nicht einmal ein Missverständnis, es war etwas Uraltes. Eine weit verbreitete, grundlegende Furcht ergriff die Menschen, als sie sahen, wie die Ordnung der Dinge, Alice, woran sie zu glauben gelernt hatten. Sir Phil, der König war von uns gegangen. Er war nicht gestorben. Dies war jedoch schrecklich. Ein Monarch muss irgendwann sterben. Monarchen verschwinden nicht einfach. Sie verlassen den Thron nicht einfach mitten in der Sendung. Sie verschwinden nicht einfach mit einer Phrase über die Bewahrung ihrer Seele. Das Parlament befand sich in einer prekären Situation. Der Premierminister, der nicht konsultiert worden war, hielt eine Dringlichkeitssitzung hinter verschlossenen Türen ab. Reporter kampierten vor den königlichen Toren. Die Kameras fingen jede Bewegung, jeden Schatten hinter den Buntglasfenstern, jeden Lieferwagen und jede Wachablösung ein. Doch die Stille hielt an. Dann kam der zweite Schock. Lecks. Sie begannen mit Gerüchten, wie es üblich ist. Dazu gehörten Twitter-Threads ohne Quellenangabe und anonyme Insider, die unter Wahrung der Anonymität mit den Reportern der Boulevardpresse kommunizierten. Doch die schiere Regelmäßigkeit der Aussagen machte es schwer, sie abzutun. Einer Quelle zufolge hat Charles nur wenige Tage vor der Ankündigung mit hochrangigen Regierungsvertretern gesprochen und dabei seine Sorge um seine Familie und nicht um sich selbst zum Ausdruck gebracht. Dieselbe Quelle erinnerte sich an eine wütende Diskussion zwischen Charles und Prinz William auf Schloss Windsor, in der der Monarch seinem Sohn vorwarf, sich mit den falschen Leuten zu verbünden. Es folgte ein weiteres Leck, in dem behauptet wurde, dass Charles ein Bündel von Dokumenten erhalten hatte, die nie veröffentlicht worden waren und angeblich verschiedene vom Königshaus unterstützte Organisationen mit Offshore-Finanzgeschäften in Verbindung brachten. Wenn sie bekannt würden, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Krone erschüttern würden. Dem Insider zufolge hat Charles versucht, die Unterlagen zu verstecken, obwohl Mitglieder seines eigenen inneren Kreises ihn davor gewarnt hatten, dass dies zu einer weltweiten öffentlichen Krise führen würde. Eine andere Geschichte deutet darauf hin, dass die Dokumente gar nicht die wahre Ursache waren. Stattdessen fällte der König sein Urteil auf der Grundlage einer geheimen Aufzeichnung. Ein Video. Es handelt sich um ein Video, in dem Charles angeblich zugibt, die Wahrheit über Prinzessin Dianas Todestag während eines privaten Gesprächs zu verbergen. Diese Aufnahme soll Prinz Harry in die Hände gefallen sein, der eine eindeutige Drohung aussprach: Gib sie heraus, oder ich werde es tun. Der Palast leugnete natürlich all dies. Doch die Dementis haben das Feuer nur weiter angeheizt. Wenn Menschen das Vertrauen in Organisationen verlieren, suchen sie nicht nach einer Erlaubnis, um zu spekulieren. Sie ziehen die Vorhänge herunter und machen sich auf die Suche nach Geistern. In den Tagen nach dem Rücktritt von Charles wurde das Vereinigte Königreich zu einem psychologischen Tatort. Jeder hatte eine Hypothese. Jeder hatte einen Verdächtigen. Niemand hatte Ruhe, was es noch schlimmer machte. War, wie persönlich alles schien. Die Monarchie war schon immer ein Bestandteil der nationalen Identität der Briten, ob sie nun mochten oder nicht. Sie war das Zeichen auf der Währung, das Gesicht auf den Briefmarken und die bedrohliche Präsenz in Kriegszeiten, bei Hochzeiten, Jubiläen und Beerdigungen. Es war der Rahmen, um den sich Großbritanniens Prunk und Diplomatie drehten. Und jetzt? Jetzt war der Thron vakant. Die Vakanz war nicht das Ergebnis eines Konflikts. Die Revolution hat dies nicht verursacht. Aber da der König nach nur kurzer Regierungszeit mit einer kryptischen Warnung abgereist war, die mehr nach einem Rätsel eines gefallenen Herrschers in einem Shakespeare-Stück als nach der nüchternen Sprache eines echten Monarchen klang. Tiefer als die Krone liegen die Wahrheiten verborgen. Was genau meinte er damit? Welche Wahrheit? Warum jetzt? War Charles einfach nur erschöpft? Hat ihn die Last der modernen Monarchie unter dem Druck der Medien, der Kontroversen und der ständigen Überprüfung erdrückt? Oder war etwas Tieferes ans Licht gekommen und hatte das Bild, das er sein ganzes Leben lang aufrechtzuerhalten versucht hatte, erschüttert? Einige verwiesen auf den mysteriösen Rückzug von Königin Camilla aus dem öffentlichen Rampenlicht in den Wochen vor ihrer Abdankung.
Andere sprachen von der Absage einer monatelang geplanten königlichen Reise. Noch dramatischer war, dass einige Internet-Threads einen Zusammenhang zwischen Charles' rätselhaftem Satz und Dianas Ermordung herstellten und andeuteten, dass der Monarch etwas wusste, schon immer etwas gewusst hatte und dass die jüngsten Umstände es nun an die Oberfläche drängten. Als ob das noch nicht genug wäre, trat ein bekannter politischer Kommentator im nationalen Fernsehen auf und behauptete, er habe geschwärzte parlamentarische Vermerke über laufende Untersuchungen zu finanziellen Unregelmäßigkeiten des Königshauses, internationalen Lobbyinteressen und persönlichen Drohungen gegen hochrangige Beamte der Krone gesehen. Schließlich relativierten die Experten ihre Kommentare als hypothetisch, aber der Schaden war bereits entstanden. Die Schlagzeilen waren bereits schneller als die Fakten. Die Monarchie war nicht mehr stabil. Es war ein wackeliges Gebäude, das unter dem Gewicht von zu vielen Geheimnissen, Lügen und Erwartungen schwankte, als dass eine Familie, ein Mann, es hätte tragen können. Und in der Mitte von all dem war Charles. Charles, der kleine Junge, hatte die 70-jährige Regentschaft seiner Mutter beobachtet. Der Prinz hat länger als jeder andere königliche Erbe in der britischen Geschichte darauf gewartet, die Krone zu tragen. Der Mann, der in eine Kontroverse hineingeheiratet, einen zum Helden gewordenen Staatsfeind begraben und ein Leben lang unter negativer Publicity, schwierigen Interviews und versteckter Traurigkeit gelitten hatte. Und einfach so war er nicht mehr der König. Keine öffentliche Verabschiedung, keine offizielle Verabschiedung, nur eine kurze, emotionsgeladene Mitteilung an die Welt, wie ein in Rauch geschriebenes Geständnis. Die Resignation war nur die Oberfläche, dahinter verbarg sich etwas ganz anderes. Es gab eine Verschiebung der Autorität. Dies ist ein bedeutender Schlag für das Fundament der Monarchie. Es ist längst an der Zeit, sich damit abzufinden. Plötzlich befinden sich das Vereinigte Königreich, seine Menschen, seine Institutionen und seine Identität an einem entscheidenden Wendepunkt. Sie wussten nicht, wem sie vertrauen konnten. Die Ungewissheit, wer die Führung übernehmen würde, war überwältigend. Gequält von den letzten Worten eines Herrschers, hat er sich vielleicht von der Macht, aber nicht von der Wahrheit entfernt. Dort beginnt unsere Erzählung. Was als nächstes passiert, wer aufsteigt und fällt, welche Geheimnisse gelüftet werden und welches Erbe bestehen bleibt, ist mehr als nur eine königliche Geschichte. Dies ist eine nationale Krise. Der unerwartete Rücktritt von Charles und seine Auswirkungen auf das Vereinigte Königreich. Und sie hat gerade erst begonnen. Es begann mit einem Titelbild und einer live aus dem Buckingham-Palast übertragenen königlichen Ansprache. Zunächst lief auf dem Bildschirm beruhigende klassische Musik, die das Publikum mit der Tradition zu identifizieren gelernt hatte. Ruhig, höflich und unveränderlich. Es war die gleiche Musik, die bei bedeutenden Jubiläen, Staatsbegräbnissen und festlichen Anlässen gespielt wurde. Es gab eine subtile Andeutung von Kontinuität. Gelassenheit bewahren. Das Ziel war es, die Kontrolle zu behalten. Doch als die Übertragung begann, fiel plötzlich etwas ab. Die Umgebung war eher antiseptisch als ein mit Blumen und poliertem Gold geschmückter Zeremonienraum. Schlicht. Hinter einem schlichten Podium ragte ein einzelner Union Jack hervor. Es gab keine Bilder von Elisabeth II., keine königlichen Embleme, Samtsitze oder karminrote Teppiche. Die Beleuchtung war hart, fast grausam und warf zackige Schatten auf das Gesicht des Königs. Charles betrat die Bühne von links, langsam und steif. Entgegen der landläufigen Meinung begleiteten ihn keine Familienmitglieder. Nein, Königin Camilla. Nein, Prinz William. Nein, Prinzessin Kate. Es war weder ein hoher Erzbischof noch ein königlicher Vertreter anwesend. Nur 2 Bedienstete mit steinerner Miene und harter Hand, die direkt hinter ihm standen. Er sprach nach einer unangenehm langen Zeit der Stille. Millionen von Menschen schauten zu. In Bars, Klassenzimmern, Wohnzimmern und Wartezimmern von Krankenhäusern im ganzen Vereinigten Königreich wurden die Fernseher eingeschaltet. Auf der ganzen Welt verstummten die Redaktionen, als der Monarch das Mikrofon einstellte und direkt in die Linse blickte. Fast alle großen Medien nahmen den Anblick des Monarchen in Echtzeit auf. Seine Lippen waren blass, die Hände zitterten leicht an den Ecken und die Stirn war gerunzelt. Der Großteil der Welt hatte ihn noch nie so roh gesehen. Dann fuhr er mit einer Stimme fort, die sowohl schwer als auch müde wirkte. »Meine britischen Mitbürger«, erklärte er. Eine Pause. Es gab eine lange, unangenehme Pause. »Ich komme zu Ihnen nicht als Ihr Kaiser, sondern als Mensch.« Der Raum hinter der Kamera war so still wie ein Vakuum.
Ich habe im Schatten des Erbes meiner Mutter gedient, so gut ich konnte. Ich habe die Krone angenommen, weil ich wusste, dass sie mit Verantwortung, Pflicht und Opfern verbunden ist, und ich habe hart gearbeitet, um ihre Würde in einer Welt zu bewahren, die sich schneller verändert, als die Traditionen Schritt halten können. Noch eine Pause. Die jüngsten Ereignisse haben mir jedoch klargemacht, dass ich diese Aufgabe nicht mehr erfüllen kann. Er schluckte und schloss kurz die Augen. Einige behaupteten, später einen Schimmer von Zweifel wahrgenommen zu haben, während andere sagten, es sei Traurigkeit gewesen. Die folgenden Ereignisse erinnerten an eine Explosion im Zeitlupentempo. Ich trete zurück. Es gab keine Vorbereitungen, keine sorgfältigen Erklärungen. Das Urteil bestand aus nur 2 Worten, mit einer solchen Endgültigkeit ausgesprochen, dass es aussah, als hätte man eine Guillotine fallen lassen. Ich habe mein Leben dieser Aufgabe gewidmet, fuhr er fort. Aber die jüngsten Ereignisse haben deutlich gemacht, dass ich um der Monarchie willen und zum Schutz derer, die ich liebe, gehen muss. Dan, im schrecklichsten Moment von allen, sind Geheimnisse tiefer verborgen als die Krone selbst. Wenn die Verteidigung der Institution bedeutet, meine Seele aufzugeben, werde ich es nicht tun. Und plötzlich wurde der Bildschirm dunkel. Die Übertragung hatte nur 3 Minuten gedauert. Es gab keine weitere Pressekonferenz. Es gab keine Fragerunde mit den Reportern. Es gibt keine plausible Erklärung. Nichts. Das Vereinigte Königreich und die Welt mussten die schockierendste königliche Nachricht des Jahrhunderts ohne Folgemaßnahmen, Informationen oder einen Plan verarbeiten. Die Auswirkungen waren sofort spürbar. Die Moderatoren von Sky News hielten mitten im Satz inne und starrten ihre Produzenten mit großen Augen und klaffenden Lippen an. Bei der BBC zögerte ein erfahrener Moderator, bevor er sagte, meine Damen und Herren, Sie haben gerade Geschichte erlebt. CNN schaltete in die Werbung und kehrte dann zurück, wobei die Hauptmoderatorin bestürzt aussah. Die internationalen Sender beeilten sich mit Übersetzungen, Untertiteln und Echtzeitkommentaren. Online herrschte pure Anarchie. Innerhalb von 8 Minuten wurde der Hashtag King Charles Resigns zum Top-Trending-Topic auf Twitter. Es folgten Hashtags wie Royal Collapse, Buckingham Bombshell und Crown Crisis. Millionen von Menschen posteten das Material und teilten es weiter. TikTok war sofort mit Antwortvideos gefüllt. YouTube-Kanäle gingen live und versuchten zu interpretieren, was gerade geschehen war. Discord-Kanäle und Reddit-Posts wurden mit Tausenden von Theorien überflutet. In London stockte der Verkehr in der Nähe großer Bildschirme, auf denen die Nachricht verbreitet wurde. Die Menschen versammelten sich, umklammerten schweigend ihre Telefone, einige unter Schock, andere hielten das Ereignis für die Nachwelt fest. Vor dem Buckingham-Palast wuchs die Menge. Was mit ein paar 100 Touristen begann, wuchs bei Dunkelheit schnell auf Tausende an. Einige trugen Lichter, andere schrien Fragen an die Tore des Palastes, und viele standen einfach nur erschrocken still. Im Parlament brach das Chaos aus. Die Abgeordneten baten um dringende Unterrichtung. Der Parlamentspräsident wurde offenbar aus seinem Büro geeilt. Die Kabinettsminister schickten panische SMS. Premierminister Alexander Foreman, der erst im Jahr zuvor gewählt worden war, wurde völlig überrumpelt. Insider-Quellen behaupten, der Monarch habe ihn nur 30 Minuten vor der Erklärung gewarnt. Und niemand habe erwartet, dass der Monarch dies auch durchziehen würde. In einer vertraulichen Erklärung, die später den Medien zugespielt wurde, sprach der Premierminister von einem verfassungsrechtlichen Erdbeben. Dann folgte die zweite Welle des Schocks, die Erkenntnis, dass es keine eindeutige Ankündigung der Nachfolge gegeben hatte. Normalerweise folgt auf einen Rücktritt eine öffentliche Erklärung des Übergangs. Der nächste Erbe würde enthüllt werden. Die königliche Familie würde gemeinsam posieren, um die Zusammengehörigkeit zu repräsentieren. Doch dazu kam es nicht. William hat nicht geantwortet. Camilla ist nicht aufgetaucht. Von der königlichen Pressestelle kam nur ein kryptisches Schreiben. Eine offizielle Erklärung wird in Kürze veröffentlicht. Doch die kam nicht so schnell. Stundenlang sagte die königliche Familie nichts. Das Ereignis war kaum eine gewöhnliche Abdankung. Dies war keine sanfte Übergabe. Das war etwas ganz anderes. Und je länger die Stille anhielt, desto intensiver wurden die Vermutungen. Die Menschen suchten nach Erklärungen. Die königlichen Reporter, die gewohnt waren, über Spektakel und Traditionen zu schreiben, sahen sich mit einer ungewohnten Situation konfrontiert. Ihre traditionellen Gesprächsthemen, Pflicht, Tradition und Erbe waren in einen Zustand der Verwirrung verfallen. Im Fernsehen waren die Experten endlosen Mutmaßungen ausgesetzt. Was war los? Wo war der König jetzt? Wer hatte das Sagen?
Warum war die Sendung so abrupt beendet worden? Im Internet tauchte eine E-Mail auf, die angeblich von einem königlichen Berater stammte und in der es hieß, Charles sei unmittelbar nach der Ankündigung aus dem Palast evakuiert und an einen sicheren, geheimen Ort gebracht worden. Eine andere behauptete, er sei in Balmoral und stehe unter strengem Schutz. Ein anderer behauptete, er habe das Vereinigte Königreich vollständig verlassen und werde aus Sicherheitsgründen festgehalten. Nichts davon wurde bewiesen. Nichts davon wurde bestritten. Die Intensität der öffentlichen Debatte nahm mit jeder Stunde diverging zu. Im Vereinigten Königreich herrschte derweil eine merkwürdige Instabilität. In den Schulen murmelten die Schüler über die Äußerungen des Königs und was sie wohl bedeuten könnten. Die Produktivität in den Büros brach ein, da die Mitarbeiter die Nachrichten auf ihren Laptops verfolgten. Die Supermärkte meldeten einen erheblichen Anstieg der Verkäufe von Tee, Alkohol und Fertiggerichten, was ein bizarrer, aber aussagekräftiger Beweis für die Sorge der Bevölkerung ist. Das Bankett war nicht nur ein königlicher Anlass, es war eine nationale Zäsur. Noch beunruhigender war die Tatsache, dass niemand, weder das Volk, noch die Presse oder gar die gewählten Vertreter, das Geschehen zu kontrollieren schien. Das Ergebnis war pure, ungefilterte Unsicherheit. Im Vereinigten Königreich, wo die Monarchie als uneingestandenes Rückgrat der nationalen Identität dient, ist Unsicherheit beängstigend. Was war hinter den Kulissen geschehen? Was genau hatte Charles gemeint? Als er sagte, die Sicherheit derer, die ich liebe, warum wirkten seine letzten Äußerungen wie eine Warnung? Warum ist niemand dem nachgegangen? Und vor allem, was würde als nächstes geschehen? Die Anfragen gingen von London bis Liverpool, von Cardiff bis Edinburgh und quer durch die Union. Der Monarch, der Premierminister und das Parlament hatten keine Antworten für die Menschen. Als die Stunden vergingen, ohne dass der Buckingham-Palast etwas Neues mitteilte, wurde aus dem Misstrauen Paranoia. Der unerwartete Rücktritt von König Karl. Die nationalen Medien, die bis dahin einen vorsichtigen Ton angeschlagen hatten, begannen, die Panic, die die Straßen erfüllte, aufzugreifen. Zeitungen, die jahrzehntelang die Verehrung der Monarchie aufrechterhalten haben, titeln nun mit Schlagzeilen, die sich wie Boulevardblätter lesen. Wo ist König Charles? Krone ohne König. Der Thron ist unbesetzt. Reporter, die sich in der Nähe der königlichen Tore aufhielten, beschrieben die Situation als angespannt und unwirklich. Einige Beobachter schluchzten offen. Andere schrien nach Antworten. Die Mitglieder der königlichen Garde standen regungslos da und zeigten keine Reaktion. Blick nach vorn. Der einzige Beweis für die Aktivität waren die seltsamen verdunkelten Autos, die auf dem Gelände ein- und ausfuhren, von denen jedes einzelne fotografiert und im Internet mit zwanghafter Intensität studiert wurde. Es folgte der erste Verstoß gegen die Vorschriften. Ein hochrangiger Palastmitarbeiter, der anonym bleiben wollte, teilte einem vertrauenswürdigen königlichen Journalisten mit, dass niemand mit der Wahl des Königs gerechnet hatte. Dieser Quelle zufolge hat Charles die Erklärung selbst verfasst, mit einem Minimum an Beratung. Der Assistent sagte, er wolle nicht überredet werden. Er hatte sich in der Nacht zuvor mehr als 6 Stunden lang in sein Arbeitszimmer zurückgezogen und jeden Besuch abgelehnt. Als er auftauchte, erklärte er, er sei bereit. Diese eine Aussage löste eine Lawine von Nachforschungen aus. War er emotional stabil? War seine Entscheidung ein spontaner Akt oder wurde sie im Voraus geplant? Was genau geschah hinter den Palastmauern vor der folgenreichsten königlichen Entscheidung seit Menschengedenken? Weitere Enthüllungen folgten kurz darauf. Ein ranghoher Mitarbeiter des königlichen Sicherheitsdienstes soll innerhalb von 2 Stunden nach der Übertragung zurückgetreten sein, weil er sich in einem moralischen Dilemma befand. Eine andere Quelle enthüllte, dass sie Königin Camilla unmittelbar nach der Nachricht unter Drogen gesetzt und sie wegen schwerer psychischer Probleme überwacht hätten. Eine andere Quelle berichtete, Prinz William habe sich nach Sandringham zurückgezogen und sich geweigert, Anrufe von königlichen Beratern oder dem Premierminister entgegenzunehmen. Die Antwort des offiziellen Palastes auf diese Gerüchte: Schweigen. Und in diesem Schweigen entfaltete sich ein ganzes Land. Ungläubigkeit durchzog die Bars im ganzen Land. Rentner, die mit dem Versprechen der Ergebenheit gegenüber der Krone aufgewachsen waren, saßen schockiert da. Ihre Loyalität war erschüttert. Die jungen Leute, die der Monarchie bereits misstrauisch gegenüberstanden, sahen in dem Vorfall einen Beweis für ihre Bedeutungslosigkeit und Instabilität. Menschen, die Karl nicht als König, sondern als einen Mann verehrt hatten, der das Leid mit stoischer Eleganz ertragen hatte,
waren von dem Verrat tief betroffen. Was die Sache noch schlimmer machte, war das Fehlen eines Plans. Selbst zeremonielle Machtwechsel im heutigen Großbritannien beinhalten Tabellen, Briefings, militärische Koordination und Öffentlichkeitsarbeit. Rücktritt eines Monarchen? Nichts. Es gibt keine Blaupause. Es gibt keinen Zeitplan. Es gibt nur Spekulationen und Schweigen. Die Auswirkungen auf die nationale Stabilität waren unmittelbar. Das Pfund fiel auf den Überseemärkten. Britische Botschaften im Ausland erhielten die dringende Anweisung, offizielle Briefings zu verschieben, bis der Palast ein Follow-up veröffentlicht. Der schottische Premierminister hat eine Sondersitzung des dezentralisierten Parlaments gefordert, um die Folgen für das nationale Vertrauen zu erörtern. In Nordirland gab es heftige Meinungsverschiedenheiten zwischen den politischen Lagern, wie zu reagieren sei. In Wales kam es zu ruhigen, aber leidenschaftlichen Protesten, die ein Referendum über die Zukunft der Monarchie forderten. Der Rücktritt von Charles und seine Auswirkungen auf die Monarchie. Angst, Fassungslosigkeit und wortloser Zorn haben sich im Vereinigten Königreich breit gemacht. Mittendrin begannen ehemalige königliche Beamte, in Morgenshows ihre Sicht der Dinge darzulegen. Ein besonders vernichtendes Interview kam von einem königlichen Sekretär im Ruhestand, der über 20 Jahre lang Königin Elisabeth II. Diente. Dies war kein Mann, der allein gehandelt hat, erklärte er. Kein Monarch geht so ohne enormen Druck. Seit einigen Monaten köchelt etwas vor sich hin. Vielleicht Jahre. Auf die Frage, was dieser Gegenstand sein könnte, hielt er inne und wählte seine Antworten sorgfältig aus. Ich glaube, er hat etwas entdeckt. Oder jemand hat etwas entdeckt und ihm eine Möglichkeit gegeben. Das war alles, was er sagen würde. Aber das war ausreichend. Am nächsten Morgen hatten Verschwörungstheorien die Oberhand gewonnen. Einige vermuteten, Charles sei von ausländischen Interessen erpresst worden. Andere meinten, er habe einen jahrzehntelangen Skandal um königliche Gelder oder Vertuschungen im Zusammenhang mit Dianas Tod aufgedeckt. Die extremeren Anschuldigungen brachten den Rücktritt mit Geheimorganisationen, gestohlenen MI6-Akten und sogar einer weltweiten Verschwörung zum Sturz der westlichen Monarchie in Verbindung. Der Palast sagte immer noch nichts. Trotz all des Lärms und der Spekulationen gab es einen Moment in der Sendung, der allen Zuschauern in Erinnerung blieb. Niemand war in der Lage, auch nur eine Sekunde lang zu zittern. Seine Augen, sie verfinsterten sich, kurz bevor er die Worte sprach. Wenn die Verteidigung der Institution bedeutet, dass ich meine Seele aufgeben muss, werde ich es nicht tun. Es ging nicht nur darum, was er sagte. Es war, wie er es sagte. Nicht wütend, nicht traurig, resigniert. Als ob die Last der Wahrheit, dire truth, schließlich zu viel geworden wäre. Als ob es ihn völlig ruiniert hätte, wenn er die Krone weitergetragen hätte. Spezialisten für Körpersprache untersuchten das Ereignis Bild für Bild. Bei einigen traten Symptome von Angstzuständen auf. Andere haben ein Trauma verdrängt. Viele Menschen waren sich in einem Punkt einig. Er schien nicht gehen zu wollen. Er schien ein Mann zu sein, der gehen musste. Das war die erschreckendste Hypothese von allen. Denn wenn der Monarch gezwungen war, sich zu entfernen, wer oder was hatte dann die Befugnis dazu? Wovor schützte er seine Angehörigen? Journalisten versuchten, königliche Beamte aufzuspüren, um Antworten zu erhalten. Einige verschwanden hinter Sicherheitsschleusen, andere machten höflich keine Bemerkungen. Einige wenige hatten London bereits ganz verlassen, weil sie unvorhergesehene Reisen unternommen oder ihre Positionen abrupt aufgegeben hatten. Diejenigen, die geblieben waren, zeigten nichts als ausdruckslose Mienen und angespanntes Grinsen. 3 Tage später war noch immer keine offizielle königliche Erklärung veröffentlicht worden. Es war kein Erbe bestätigt worden. Keine Transformation hatte begonnen. Das Vereinigte Königreich befand sich in einem merkwürdigen historischen Vakuum, das von keinem Monarchen beherrscht wurde, ohne einen offensichtlichen Nachfolger und verfolgt von den letzten Worten eines Königs, der etwas zu wissen schien, was der Rest der Welt nicht wusste. Bei dieser einmaligen Gelegenheit lief nichts wie geplant. Das Ergebnis war die erschreckendste Enthüllung von allen. Denn wenn die jahrhundertealte Monarchie, die sich auf Reichtum, Geschichte und Verehrung stützt, in nur 3 Minuten zerstört werden kann, was könnte dann noch fallen? Where, wenn überhaupt, bliebe übrig, um sie wieder aufzubauen? Für jemanden wie Charles war Resignation nie eine Option. Er hatte fast 70 Jahre im Schatten einer Königin verbracht. Beobachtet, studiert und gewartet. Sein ganzes Leben war von einer Krone geprägt, die er nicht tragen konnte, bis sie ihm schließlich in einer Zeremonie voller Tradition,
Spektakel und Verantwortung auf den Kopf fiel. Was hat sich also geändert? Was konnte einen König dazu bewegen, jahrzehntelange Erwartungen mit einer einzigen Rundfunkansprache auszulöschen? Es scheint, dass es mehrere Lösungen für dieses Problem gibt. Es ist eine Reihe von Vorfällen, einer ätzender als der andere. Und alles beginnt mit dem Druck. Der Druck ist nicht das, was die meisten Menschen erwarten. Die öffentliche Verantwortung, das steife Händeschütteln, die nicht enden wollenden Auftritte und die einstudierten Erklärungen. Charles hatte sich an dieses Gewicht gewöhnt. Das war der Preis der Geburt. Das Hintergrundgeräusch der Monarchie war immer noch präsent. Nein, dies war eine andere Art von Druck. Er war intern. Es war persönlich. Es war explosiv, Top-Beratern zufolge, die sich schließlich in vorsichtig formulierten Interviews zu Wort meldeten. Hatte es hinter den Kulissen des Palastes schon seit Monaten gekocht. Charles hatte sich zunehmend zurückgezogen, war misstrauisch geworden und hatte seine Termine unregelmäßig wahrgenommen. Besprechungen wurden in letzter Minute abgesagt. Briefings wurden übersprungen. Private Gespräche wurden in verschlossenen Räumen geführt, ohne dass Personal anwesend war. Der vertrauenswürdige innere Kreis, der früher eng und loyal war, begann sich unter dieser Belastung aufzulösen. Das erste klare Anzeichen dafür, dass irgendetwas ernsthaft schief lief, trat bei einer normalen Geheimratssitzung im Dezember auf. Charles kam spät und ungepflegt. Die Anwesenden beschrieben ihn als unkonzentriert und undeutlich. Er brach häufig mitten im Satz ab, als ob er mit etwas Wichtigerem beschäftigt war als mit Verfassungsvorlesungen. Einem Zeugen zufolge schien er ein Geheimnis mit sich herumzutragen, das zu groß für ihn war. Damals schrieb man es der Müdigkeit zu. Doch im Nachhinein betrachtet war dies der Beginn des Rückzugs. Anfang Januar tauchten Gerüchte über Charles' zunehmende Paranoia auf. Angeblich ordnete er an, dass das gesamte Sicherheitspersonal überprüft werden muss. Er versetzte seine persönlichen Helfer, ohne eine Erklärung abzugeben. Einige empfanden Camillas Beharren auf der Teilnahme an den meisten seiner Treffen als hilfreich, während andere dies als Schutzmaßnahme ansahen. Charles hatte begonnen, sich vollständig von öffentlichen Auftritten zurückzuziehen und behauptete häufig, er sei leicht erkrankt. Doch es ging um mehr als körperliche Müdigkeit. Zu dieser Zeit soll er ein Bündel sensibler Dokumente erhalten haben, die alles verändern sollten. Einer zuverlässigen Quelle aus dem Kabinettsbüro zufolge hat ein hochrangiger Geheimdienstler dem König ein geheimes Dossier vorgelegt. Der Inhalt des Dossiers wurde nie veröffentlicht. Aber er soll verschiedene mit dem König verbundene Stiftungen, illegale finanzielle Aktivitäten und inoffizielle Interaktionen mit unbekannten Gönnern im Ausland umfassen. Die Auswirkungen waren so gravierend, dass es zu Notstandsgesprächen innerhalb der Palasttore kam. Charles, der sich immer aktiv an den humanitären Bemühungen unter seinem Namen beteiligt hatte, soll nach dem Lesen des Textes vor Wut explodiert sein. Der Insider erklärte, er sei empört gewesen. Aber nicht nur über das, was er sah. Er war empört, dass ihn niemand früher informiert hatte. Dabei ging es nicht nur um den Anschein eines dubiosen Verhaltens, sondern auch um das Ausmaß, in dem sich die Fäulnis ausgebreitet hatte. Einige der fraglichen Wohltätigkeitsorganisationen gibt es bereits seit den 1980er Jahren. Schlimmer noch, einige der Transaktionen betrafen Berichten zufolge hochrangige ausländische Personen, die für politische Instabilität, Menschenrechtsverletzungen und große Bankkonten bekannt sind. Der König hatte lange das Bild einer modernen, offenen, fürsorglichen und reformfreudigen Monarchie vermittelt. Doch die Aufzeichnungen enthüllten etwas ganz anderes. Sein Vermächtnis ist eher ein institutionalisiertes Schweigen als ein Dienst. Er hatte Jahrzehnte damit verbracht, sein öffentliches Image in das eines weisen, ethischen Monarchen zu verwandeln. Die Entdeckung, dass die Organisation, der er nun vorstand, in eine Reihe von dubiosen Finanzgeschäften verwickelt war mehr als eine Katastrophe. Dies war ein Verrat. Insider sagen, dass Charles danach nicht mehr derselbe war. Charles war fasziniert davon, die Wahrheit herauszufinden. Er rief die Wirtschaftsprüfer zu sich. Ich verlangte direkten Zugang zu den internen Rechnungsprüfungen. Ich verlangte Treffen mit königlichen Treuhändern, von denen einige seit Jahren kein direktes Gespräch mit einem König geführt hatten. Was er entdeckte, wenn auch nur die Hälfte der Geschichten stimmt, war erschreckend. Aber der Druck war nicht nur institutionell, er ging auch von seiner Familie aus. Die Rückkehr von Prinz Harry ins Rampenlicht der Öffentlichkeit scheint fast chirurgisch geplant. Gerade als Charles mit einem internen Strudel finanzieller Kontroversen fertig wurde, begann Harry, auf bombenartige neue Daten,
Tonbender, Briefe und Akten hinzuweisen, die seine Mutter, Prinzessin Diana, betreffen. In einem nächtlichen Gespräch mit einem amerikanischen Podcast machte Harry eine Andeutung, die einige später als versteckte Drohung verstanden. Selbst die breite Öffentlichkeit kennt einige Details aus den letzten Monaten meiner Mutter nicht. Und es gibt andere, die hart dafür gekämpft haben, dass dies so bleibt. Auf die Frage, ob er die königliche Familie meinte, lehnte er eine Antwort ab. Die Schlussfolgerung war jedoch ziemlich offensichtlich. Kurz nach der Ausstrahlung des Interviews berichteten Quellen von einem heftigen Streit zwischen Charles und seinem jüngsten Sohn. Die Begegnung, die unter 4 Augen im Clarence House stattfand, wurde als angespannt beschrieben. Charles soll Harry gebeten haben, nichts zu enthüllen, was dem Ansehen der Monarchie schaden könnte. Harrys angebliche Antwort darauf ist, die Wahrheit zu enthüllen, bevor ich es tue. Erschwerend kam hinzu, dass sich Königin Camilla unwohl fühlte. Berichte über eine gesundheitliche Krise waren monatelang dementiert worden, aber diejenigen, die ihr nahe standen, wussten, dass sie seit der Krönung mit psychischer Instabilität zu kämpfen hatte. Anderen Berichten zufolge wurde sie von der ständigen Wut der Öffentlichkeit, ihren Schuldgefühlen und dem Sturm, der sich um Charles entwickelte, überwältigt. 2 Wochen vor ihrer Abreise brach sie bei einer Klausurtagung zusammen. Sanitäter wurden nach Windsor entsandt. Der Palast hat den Vorfall nie offiziell bestätigt, aber Quellen behaupten, dass Charles zutiefst verunsichert war. Einem Assistenten zufolge schwieg der Monarch danach mehrere Stunden lang. Er saß allein in seinem Arbeitszimmer, umgeben von einem Haufen juristischer Papiere, und schaute ins Leere. Am selben Abend sagte er 3 geplante Termine ohne Erklärung ab. Es ging nicht mehr nur darum, die Institution zu schützen. Es ging darum, seine Frau, seine Familie, sein Erbe und vielleicht sogar seine Seele zu verteidigen. Viele glauben, dass das entscheidende Ereignis nur wenige Tage vor seinem Rücktritt stattfand. Ein zweites Paket mit Dokumenten, diesmal von einer ungenannten Quelle, wurde direkt an den persönlichen Sekretär des Königs übergeben. Der Inhalt wurde nie veröffentlicht, aber Palastbedienstete behaupten, der Monarch habe in der Nacht, nachdem er sie geprüft hatte, nicht geschlafen. Er soll sich an seinen eigenen Seelsorger gewandt und sich für etwa 12 Stunden zurückgezogen haben. Als er wieder auftauchte, hatte er seine Entscheidung bereits getroffen. Er rief seinen Kommunikationsdirektor zu Hilfe und arbeitete eine Erklärung aus, die für das Vereinigte Königreich von großer Bedeutung sein würde. Ich habe mein Leben dieser Aufgabe gewidmet, sagte er laut während der Übung. Aber die jüngsten Ereignisse haben deutlich gemacht, dass ich jetzt zurücktreten muss. Seine Stimme zitterte, als er den letzten Satz einübte. Wahrheiten sind tiefer vergraben als die Krone. Wenn die Verteidigung der Institution bedeutet, meine Seele aufzugeben, werde ich es nicht tun. Einige behaupten, er habe nach der Lektüre geschluchzt. Andere behaupten, er habe einfach nur geschwiegen und genickt. Am nächsten Morgen trat er zurück. Die Ansprache wurde am nächsten Tag live aufgezeichnet. Ohne Fanfare, ohne Familie an seiner Seite und nur mit einem kleinen Team von Mitarbeitern. Keine Musik, keine Zeremonie, nur ein Mann auf einem Podest. Die Übertragung endete Sekunden nach seiner Rede. Es gab keine königlichen Hymnen, Nationalhymnen oder Übergangsbotschaften. Sei einfach still. Das Schweigen war ohrenbetäubender als jeder königliche Skandal in der jüngeren Geschichte. Vielleicht war das Schweigen die ultimative Verurteilung des Ganzen. Denn schließlich hat Karl nicht wegen einer einzigen Kontroverse aufgegeben. Karl ließ sich nicht durch eine einzige Kontroverse oder eine einzige Drohung beirren. Die Drohung könnte ein einziges Dokument sein. Er kündigte, weil ihm die Last der Wahrheit, des Vermächtnisses, der verborgenen Missetaten und der verfallenden Tradition zu viel geworden war. Er hatte die Institution erforscht, zu deren Dienst er erzogen worden war, und etwas gefunden, das ihn erschütterte. Kein amtierender König tritt in einem Vakuum zurück. Gefällt Ihnen dieses Video? Wenn Sie der Meinung sind, dass sich die königliche Familie anpassen muss, um zu überleben? Glauben Sie, dass König Charles bereit ist, den Thron an Prinz William abzugeben? Oder ist dies nur der Beginn einer neuen königlichen Ära? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Und vergessen Sie nicht, sich anzumelden, denn wenn der Palast spricht, hört die Welt zu.